Champions League Auslosung ist jetzt gleich, yes. Und die Fans fordern Perez Rauswurf, die Ultras auf jeden Fall. Das hat man vor dem Stadion beim letzten Spiel gegen Benfica Lissabon gehört, yes. Und da wollen wir mal kurz drüber sprechen. Die Champions League Auslosung, genau, da fangen wir mal mit an. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, Hala Madrid. Schön, dass ihr dabei seid, Freunde. Yes. Sporting Lissabon oder Man City wird unser Gegner werden, ja. Es wird jetzt nicht so spektakulär, die Auslosung. Ich denke mal, dass es wieder City werden wird. Das hat Courtois auch schon gesagt. Thibaut Courtois hat gesagt, es wird doch so und so City. Ja, es ist schon komisch, dass es jedes Jahr Manchester City wird oder ist. Irgendwie schon merkwürdig. Aber es sind immer sehr, sehr nice Spiele gewesen. Ich glaube aber ein bisschen, dass es dieses Jahr ein bisschen schwieriger wird für uns und vielleicht nicht so spektakulär, weil wir eben auch nicht so spektakulär Fußball spielen. Und dementsprechend, ich weiß nicht, es könnte auch gefährlich werden. City ist Haaland und also klar, ne, aber wir sind immer anders, wenn wir in der Champions League spielen. Ja, das weiß ich, bla bla bla. Aber diese Saison, auch wenn ich jedes Mal in den Videos erwähne, ja, das ist Jammern auf hohem Niveau, ja, das wissen wir. Aber es ist eben auch so, dass City einiges besser ist als wir, ne? Also spielerisch jetzt. Nicht, dass wir das nicht schaffen können, weil wir sind Real Madrid. Das ist unser Pokal, ne? Also wir haben den ja nicht umsonst 15 Mal gewonnen. Das ist einfach unser Wettbewerb. Aber es wird trotzdem nicht so einfach. Und vor allen Dingen auf der Insel wird es schwierig. Also mit der Performance, die wir abgeben und so weiter etc. pp. Wird das einfach sehr, sehr schwer werden. Und wenn wir da einen auf den Sack kriegen, dann wird es auch ganz schwer, in Madrid, das Rückspiel zu punkten oder nochmal das rauszuholen, weil wir sind zu Hause auch nicht unbedingt die Macht, was eigentlich in diesem super besten Stadion der Welt einfach sein muss. Aber auch das ist diese Saison alles nicht gegeben. Nochmal, ich wiederhole mich, es ist Jammern auf hohem Niveau, weil wir sind Zweiter. Wir sind im Achtelfinale der Champions League. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Pokal, da sind wir raus. Aber ja, okay, kann man vielleicht noch verschmerzen. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir noch die spanische Meisterschaft holen und Champions League wenigstens so weit kommen wie möglich. Natürlich wäre ein Champions League Sieg ist immer ein Muss und würde mich natürlich freuen, aber also ich würde mich nach dieser Saison und dieser spielerischen Leistung würde ich mich schon aufs Viertelfinale wirklich freuen. So wirklich. Alles höher darf man eigentlich gar nicht. Selbst als Real muss man jetzt auch irgendwo mal sehen, erstmal dürfen wir nicht weiterdenken. Erstmal muss schon so jetzt das Achtelfinale gewonnen werden. Und das ist gegen City, wird das schon schwer genug. Und selbst Sporting Lissabon, bin ich der Meinung, werden wir nicht so einen Alleingang durchlaufen. Ne, sage ich jetzt, so wie ich hier stehe. Und dann ist ja auch MAP verletzt. Er wird auf jeden Fall das erste Spiel, es sieht Fragezeichen so aus, fehlen vielleicht gegen City oder gegen Lissabon und dementsprechend, ja gut, Vinny performt dann vielleicht wieder besser, wenn ein MAP nicht dabei ist. Ich hoffe natürlich, dass Arda Güler so wieder spielt auf der 10 wie letztens oder jedenfalls auch so gut, also da steht und Tchouaméni, wie ich mal sage, er ist richtig gut aktuell. Camavinga ist gut, Carreras ist gut, Hausen war gut, leider auch angeschlagen. Ich hoffe, der kommt bald wieder zurück und er performt dann so weiter und macht nicht wieder das, was wir davor gemacht hat. Das war nämlich Müll. Und Trent und Valverde. Ich finde das ja so nice, dass Valverde wieder, sag ich mal, da spielt, wo er immer spielt. Und da ist er einfach gefährlich. Da ist er einfach gut. Das haben wir auch jetzt hier in der Champions League gesehen. Da hätte er allerdings noch 2, 3 Dinger machen können. Das wäre noch das Südtübelchen gewesen. Aber naja. Was meint ihr denn? Schreibt mal unter, wen hättet ihr lieber, City oder Sporting Lissabon? Ja, war doch Sporting Lissabon, bin ich nicht ganz durch, ja. Und kann ja mal unten. Es wird aber so und so City wahrscheinlich werden, ja. Ja, und dann vor dem Spiel gegen Benfica konnte man das sehen, dass die Fans, die Ultras, also die Hardcore-Fans, ich meine, wir sind ja alles Hardcore-Fans, nur wir stehen nicht zwischen den Ultras jetzt, aber die haben Perez seinen Rauswurf gefordert.
laut. Ja, ich weiß gar nicht, ob da jemand hier im deutschen Raum, der jetzt auch ein Real Madrid-Fan ist oder so, überhaupt mal drüber gesprochen hat. Die fordern den Rauswurf von unserem obersten Perez. Ja, das kommt ja auch nicht ganz von ungefähr und also es ist Papa Perez, wie ich immer so sage, und er macht es schon. Ne? Aber es ist einfach, wir reden immer von den Egoisten auf dem Feld, aber wir reden nicht von den Egoisten da oben, weil irgendwie habe ich das Gefühl, er hat bis jetzt alles richtig gemacht. Da, wo er Real hingeführt hat, mit dem Geld auch und was er gemacht hat, ist einfach bombastisch, so wie Uli Hoeneß in München. Ne? Aber dieses, ja, das klappt schon und dies und jenes und manchmal auf den Fan nicht achten oder auch in der Winterpause jetzt kein Spieler gekauft, obwohl wir einen hätte brauchen können, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Und ich glaube, die Fans, jedenfalls da, die Ultras vom Stadion, die meinen wohl so langsam, dass seine Zeit um ist. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr derselben Meinung seid. Ich weiß nicht. Die Frage ist, ob er schon einen anlernt. Wer könnte es danach sein? Weil da muss einer, der so eine Ausstrahlung hat, der so ein, ja hier, ich bin hier und ich bin der Boss und hier das muss natürlich im Endeffekt wieder passieren. Ich weiß nicht, wer ihn ablösen soll. Das ist auch die Frage in München gewesen. Ich finde auch da in Bayern, Uli Hoeneß kann keiner ersetzen und deswegen wird Perez wahrscheinlich auch keiner, ich weiß das nicht, ersetzen können. Ihr könnt ja mal unterschreiben, wen ihr so denkt, wer könnte da Perez ablösen. Aber ich glaube auch nicht, dass Perez aufhört. Es sei denn, die Schreie oder die Rufe der Fans wären lauter, ne? Weil vielleicht muss er auch manchmal über seinen Schatten gehen. Wenn man so eine kaputte Mannschaft hat, ne, mit den Verletzten meine ich jetzt, und dann zu sagen, das wird schon so, wir spielen so weiter. Gut, erstmal zeugt das von sehr viel Mut und meint, ja, also Mut und er meint wohl, das klappt auch so. Okay, Respekt. Wenn es denn klappt, wirklich Respekt. Er weiß ja, wie seine Mannschaft funktioniert, sein Verein, aber es ist trotzdem immer risikoreich. Also ich hätte jetzt wenigstens in der Abwehr irgendwie mich verstärkt jetzt zur Winterpause, aber gut, wie gesagt, nochmal, wir sind ja noch überall bei und dementsprechend, ja, ich bin gespannt, ob es Sporting Lissabon wird oder City und wie wir weiterkommen und wie wir da spielen, ob es besser wird. Es muss auf jeden Fall einiges passieren. Und ich sehe ja nicht mal eine Steigerung. Ne? Es muss ja irgendwann mal eine Steigerung, wo ich das sehe, die kommt nicht. Und das ist die Frage, selbst wenn ein neuer Trainer kommt, auch wenn ich von aktuellen Trainer nicht so viel halte, also als Trainer, ne? Und weiß ich nicht, ich sehe da echt, das ist alles so, und die Ausrede, wir sind kaputt, wir haben so viele Spiele, die haben andere auch. In England haben sie sogar noch 1, 2 mehr, dementsprechend zählt das nicht und da muss man dann auf die Zähne beißen. Natürlich, ne, ist klar, aber die Bundesliga jammert ja am meisten und die haben wenigstens Spiele, ne? Aber ja, man sieht, dass das die anderen ja auch können und Arsenal, Bayern und so weiter. Und deswegen, ja, gucken wir mal. Ich bin gespannt und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr, wird City das? Oder ja, während das Video rauskommt, wisst ihr ja schon, aber ich bin gespannt. Ich denke auch, dass es City wird und ich hoffe, dass es 2 geile Spiele werden und dass wir weiterkommen. Ganz einfach mit Perez, ja, da werden wir weiterschauen. Also schon hart, ne? Es hat hier noch gar nicht so hingekommen, dass sie da das gefordert haben. Naja gut, dann würde ich mal sagen, Hala Madrid und wir sehen uns bald wieder und entspannt euch, guckt ja jetzt irgendwie, ich habe entspannt, glaube ich, die Auslosung geguckt und dann wünsche ich euch nochmal auf jeden Fall ein schönes Wochenende, aber wir sehen uns ja noch am Wochenende, also bis bald.